Rund 56.000 Euro kostet das Fahrzeug. Es ist so kompakt. Ja, für das Geld muss man wirklich sagen, kriege ich ein vollwertiges Reisemobil. Grüß dich, Paulina. Long time no see, muss ich sagen. Ja, du bist aus Speyer hierher gekommen. Ja, du bist ein Speyerer Kind eigentlich, oder? Ja, nein, eigentlich nicht. Ich komme eigentlich aus Münster. Aus Münster kommst du her. Ja, genau. Die Fahrradstadt, die da ist. Bist nach Speyer gezogen, machst das Thema Marketing mit. Da vorne steht die Marketingchefin, die da ist. Wir müssen das Auto schwer bewachen hier, denn der 595 ist einer der meistgewolltesten Fahrzeuge, denn du kriegst für kleines Geld einen kompakten Grundriss, keine 100.000, keine 120.000 Euro, sondern gerade mal so um die 60.000 roundabout, da kriegt man ihn schon, wie er hier steht. Ich zeige das mal ganz kurz, liegt dabei 68.995, aber ist richtig schön ausgestattet, eine Länge von 6 Metern nur und damit komme ich in jede Parklücke rein. Das ist, glaube ich, die Besonderheit für die Thema Stadtreisen und so weiter. Genial, oder? Genau, unter 6 Metern ist natürlich ein super Argument und du hast trotzdem viel Platz und 5 Schlafplätze sogar. 5 Schlafplätze auf 6 Meter. Das ist sensationell. Die Höhe vom Fahrzeug? Da sind wir bei 3,06 Meter. 3,06 Meter, ja, Paulina. Mach mir mal bitte ganz kurz mal hinten die Tür mal auf, dass wir das sehen. Das Fahrzeug komplett aus GFK, außen und innen, korrekt? Genau, das ist auch eine Besonderheit von uns und da legen wir extrem viel Wert drauf, weil es einfach ein großes Qualitätsmerkmal ist, dass du die komplette GFK-Wand hast, innen, außen und damit ist das Fahrzeug eben hagelresistent und korrosionsresistent. Ja, es kommt noch viel besser, wenn du mal gerade deine Faust nimmst, ja, das machst du immer gerne, und mal mit der also jetzt nicht mit den Fingern, sondern wirklich mal mit der Faust mal quer dagegen und vielleicht mal ein bisschen fester. Noch fester. Ein bisschen lauter. Es passiert nichts. So, und dass das Gleiche mal bitte hier machst. Also hier vielleicht mal auf der Seite. Die Tür mal ein bisschen schließen und da mal feste draufhaust. Komm, gib mal Gas. Also mehr geht eigentlich nicht. Mehr geht nicht. Also Hintergrund ist der, alternativ kann man auch natürlich Alu verwenden. Das machen auch ganz, ganz viele. Wenn da zum Beispiel ein Fahrradlenker gegenfällt, hast du einfach eine Delle drin. Das ist so, oder? Das ist unschön, macht Sorge, deswegen GFK ist auf jeden Fall der Premium-Standort. Kann das verrotten, GFK? Also ich sag mal, wenn das feucht wird oder irgendwas passiert, das ist extrem widerstandsfähig, oder? Ist extrem widerstandsfähig und wie du schon gesagt hast, also Korrosion ist da eben eigentlich kein Thema. Das Dach aus GFK? Mhm, absolut. So, das ist eine Sandwich-Bauweise. Das bedeutet, also ich habe hier die Wand, da ist GFK außen, GFK innen und in der Mitte ist ein Schaum drin, so kann man sagen, ein Hartschaum. Ja, richtig, genau. Und damit hast du eben auch eine sehr gute Isolierung und die Rahmenfenster, die tragen auch nochmal zusätzlich zu einer guten Isolierung bei und eben auch zur Einbruchssicherheit. Sag mal, ihr habt keine aufgesetzten Fenster, ihr habt immer Rahmenfenster. Immer Rahmenfenster bei unserer Camp-Serie hier. Das ist ja ein Auhan Camp A595 und da findest du nur Rahmenfenster von Polyplastik. Franziska, wichtig ist, alles, was ihr verbaut, soll lange halten. Lippert, einer der größten Hersteller aus den USA, baut, ich sag mal, Elektronik und so weiter und so fort ein. Diese Hubstütze habt ihr auch in der Vermietung. Gibt es da Stress mit? Nein, also wie du gerade schon gesagt hast, ist eben ein Qualitätshersteller, der extrem viel Erfahrung mitbringt. Und unsere Fahrzeuge sind eben auch sehr gut für die Vermietung ausgelegt. Also wir haben 450 Fahrzeuge in der Vermietung und nochmal, wie viel? 450? 450 Fahrzeuge eigene in der Vermietung, deutschlandweit, mit unserem Vermietsystem Ahorn Rent. Wir haben beispielsweise in Speyer eine große Vermietstation, die haben wir letztes Jahr eröffnet mit 80 Vermietfahrzeugen jetzt dieses Jahr und im gesamten Verbund deutschlandweit 450 und das heißt, wir bringen da viel Erfahrung mit und wissen, dass das Ganze auch lange hält. Kann ich die testen vorher in der Vermietung quasi, oder? Genau, da haben wir auch ganz viele Kunden, die sagen, hey, dieses Fahrzeug interessiert mich total, aber ich würde jetzt doch schon gern mal einmal mit der ganzen Familie damit fahren und das Gefühl mal erleben und dann kannst du einfach zu einer Vermietstation zu uns kommen, dir das Fahrzeug anschauen, auch einfach online buchen und das Ganze dann auch testen. Franziska, du bist Teil der Unternehmerfamilie, die das Ganze gegründet hat. In welcher Lage bist du denn jetzt? Bist du hier Nachfolge Nummer 2, Nummer 3 als Tochter? Hat die Mutter das gegründet, oder? Also mein Vater hat das Unternehmen damals gegründet und mit meiner Mutter zusammen aufgebaut, vor 30 Jahren tatsächlich. Mittlerweile sogar schon 32 Jahre, also wie die Zeit vergeht. Und mein Bruder und ich, wir sind jetzt in der 2. Generation eingestiegen. Er als Geschäftsführer und ich leite die Marketingabteilung. Das hier ist ein Hotseller, muss man sagen. Du zahlst zwar relativ viel Geld im Vergleich zum ganz langen, weil das wird ja nicht hier auf Meter gerechnet, aber in der Kürze liegt die Würze und das sehen viele, oder? Ja, also wir haben wirklich viele Interessenten, die konkret mit der Anfrage nach einem kompakten Fahrzeug hierher kommen.
So, jetzt zeigen wir mal gerade, das ist ja so die Stilsicherheit bei dem kleinen Fahrzeug. Du musst ja schon fast hell arbeiten. Wenn du jetzt hier dunkel arbeitest, dann hast du ein echtes Problem. Die Räume werden noch kleiner. Ich setze mich mal ganz kurz hier rein und guck mal, das Raumgefühl. Wir sind auf einem 6-Meter-Auto. Was du noch nicht bemerkt hast, das Alkoven kann ich hier hochklappen. Nee. Das heißt, du hast noch mehr Platz hier vorne und tagsüber merkst du eigentlich gar nicht, dass da oben noch ein Bett verstaut ist und kannst da einfach die Bettwäsche drin lassen und hast hier eben einen riesengroßen Wohnbereich und das, wie du sagst, auf 6 Metern. Also ich glaube, das ist schon eine Besonderheit. Es ist krass viel Platz hier drin. Ja. Also ich kenne das, ich fahre ja zurzeit ein 8,60 Meter Auto, ein größeres. Ja. Da steht eigentlich in der Nutzbarkeit der Sache in fast nichts nach. Ja. Es ist hell. Die Verdunklungssysteme, kann man die nachrüsten oder wie wird das hier gemacht bei euch serienmäßig? Genau, also du kannst Remi Front in allen Master-Fahrzeugen mitbestellen und hier haben wir jetzt standardmäßig eben den Verdunklungsvorhang, aber Remi Front ist für alle Master-Fahrzeuge hier verfügbar. Zeig mal den Vorhang, der ist nämlich ziemlich praktisch, der hat auch eine Wärmeisolationsfunktion mit drin und das geht binnen Sekunden, den machst du hinter den Sitz, richtig? Ja, genau. Der wird einfach zugemacht und das war's. Du kannst einmal hier so durch und dann hast du eben den absoluten Sichtschutz. Gut, der Sitz steht auch ein bisschen blöd gerade. Der kommt jetzt ein bisschen in die Quere, aber so steht er ja dann auch normalerweise nicht. Und aber grundsätzlich kannst du das dann hier einmal so vorne zugemacht. Das Remis, das lässt sich auch nachrüsten, oder? Ja. Ist kein Problem. Also kann man machen. Wir haben ja hier eine besondere Situation. Das gleiche Fahrzeug gibt es ja auch noch mit einem französischen Bett, glaube ich, was rechts hinten in der Seite ist. Da ist der Grundriss noch ein Ticken offener, der hier mit drin ist. Du hast hier eine ordentliche Sitzbank mit drin, die sich auch noch mal ein bisschen anwölbt hier zu dir, sodass du nicht so ganz stocksteif da drin sitzt. Das ist auch nochmal. Das sind ergonomische Polster und wie du hier auch schon siehst, also wir haben auch Isofix hier verbaut. Das heißt, gerade bei so einem Alkoven-Modell, das ist eben ein sehr gutes Fahrzeug auch für Familien. Da können die Kinder oben im Alkoven schlafen und damit die Kindersitze dann eben auch sicher angebunden werden können, hast du das Isofix-Modell hier mit drin. Und was ich auch super praktisch finde, das sehen viele gar nicht, schau mal hier, du hast hier so einen Mechanismus, den du einfach hochklicken kannst, ganz easy, und dann kannst du die Polster hier rausnehmen. Das heißt, du hast keinen lästigen Klettverschluss, keinen Reißverschluss, der irgendwie den Geist aufgibt, sondern alles mit einem hochintelligenten Klickmechanismus und zugeklickt und das Polster sitzt wieder fest. Die Frage, warum sollte man das rausnehmen als Beispiel? Zum Reinigen? Oder? Also zum einen dafür, aber du kannst hier vorne auch noch mal ein Bett bauen. Dann nimmst du die Polster hier oben raus, damit du hier eine große Liegefläche hast. Du senkst den Tisch einmal ab und dann kann hier wunderbar noch eine Person schlafen. Das funktioniert in der Praxis über die ganze Fahrzeugbreite, oder? Ja, genau, richtig. Also kein Notbett, sondern du kannst hier richtig ordentlich drin schlafen. Man kann ja noch was drüber machen. Man kann ja einen Topper oder sowas mitnehmen, also wenn man da Schlafkomfort haben möchte. Genau, ich glaube, das Campen lebt ja auch von Erfahrung und Abenteuern und ich glaube, jedes Mal wird man da schlauer und weiß auch, was man das nächste Mal mitnimmt und was man alles braucht. Aber so in der Grundausstattung hat man mit unseren Wohnmobilen eigentlich immer ein super Fahrzeug, gerade auch für Einsteiger, die jetzt noch nicht so gewohnt sind, wie man dann eigentlich mit einem Reisemobil auch in Urlaub fährt. Ich muss nämlich bei einem großen Fahrzeug tatsächlich auch vorne schlafen, weil meine Tochter mit dabei ist, weil da ist nicht Papa, ist mal neben mir liegen. Macht ihr auch zusammen Urlaub? Ja, ganz oft. Die ist 33 und wir machen Drehreisen nach Hamburg, waren wir jetzt vor kurzem und da wollten wir ein bisschen knobeln. Wer ist vorne, hinten? Hat sie gesagt, nee, ich schlaf hinten. So, also geh mal gerade hier vorne rein und du bist eine große Frau. Was hast du für eine Größe? 1,74. 1,74, mach mal die Arme hoch. Und man sieht, keine Chance, du kommst nicht an die Decke dran. Wir sind hier Stehhöhe, was haben wir hier, 2,40 oder was hier drin? Ja, so um den Dreh mindestens, glaube ich, ja. Guck mal, du kommst echt nicht dran. Dann habt ihr Gasdruckfedern hier drin. Während der Fahrt kann es hier hochstehen, oder? Ja, kann optimal hochstehen, ist kein Problem. Und wenn wir schon hier stehen, also wenn die Kinder dann mitkommen, du siehst ja auch, wir haben hier den Klickmechanismus, dass du einfach das Sicherheitsnetz dann hochschnallen kannst und die Kids sind sicher untergebracht. Eine Fernsehvorbereitung ist mit dabei? Ja, genau. So, hier vorne könnt ihr Fernsehen, wenn man das möchte. Smart TV geht auch übrigens. Smart TV geht auch. Das heißt, du kannst dann über eine App Fernsehen gucken. Machen ja immer mehr. Ja, mach mal bitte auf hier. Gerne. Ist das so, dass das Thema Sat-Anlagen entsprechend rückläufig ist für euch? Sat-Anlagen, ja, also wir merken schon, dass gerade Zubehör im Energiebereich extrem läuft. Also Solaranlage ist wirklich ein wichtiges Thema für viele, Autark-Paket auch und Sat-Anlage. Also ich glaube, es gibt schon viele Kunden, die gerne einen Fernseher dabei hätten, aber man merkt, also das Ganze entwickelt sich hin zu Smart TV, vielleicht auch dann tatsächlich auch mal zu iPad-Lösungen und einfach autark und mobil unterwegs zu sein. Gut, die Flatrates werden ja auch immer billiger, muss man sagen. Das war ja früher
früher immer so 2 Gigabyte, kann ich mich noch daran erinnern, wo die Leute es hatten. Ja, mittlerweile kriegst du ja schon 30, 40, 50 Gigabyte, so wie das eigentlich so sein soll. Du kannst ja auch ganz entspannt dann so Datentarife über eine SIM-Karte auch im Ausland holen, wenn du längere Zeit da bist. Also Spanien kostet gar nichts, irgendwie 100 Gigabyte, 6 Euro oder so. Ja, perfekt. Ja, ihr habt ein 3-Flammen-Kochfeld mit dabei, eine relativ große Küche hier auf 6 Metern. Zur Zündung auch, ja. Die ist eingebaut, Piezo. Ja, okay, das heißt, ich brauche kein Streichholz hier reinhalten. Eine Spüle ist mit dabei. Das ist vielleicht euch wichtig gewesen. Es muss jetzt nicht die High-End Keramik-weiße Schüssel sein. Sie soll nur zweckmäßig sein. Und zweckmäßig heißt so, dass auch ein großer Teller und auch mehrere gespült werden können. Und ich habe schon viele Spülen gesehen, die sind so flach, da kriegst du fast gar nichts rein und nicht groß genug. Das ist oft ein Problem. In der Praxis hat sich die bewährt bei euch in der Vermietung, oder? Ja, also wie du schon gesagt hast, da passt einiges rein. Wir können es ja hier auch mal testen mit dem Topf. Also der Topf passt da einwandfrei mit rein. Teller kannst du auch noch mit abspülen. Also funktional, optimal designt. Du kannst, wenn du das hier jetzt nicht benutzt, das hier runterklappen. Ja. Von Chan ist es übrigens. Genau, das ist auch ein Markenhersteller aus Italien. Und dann mal bitte draufstellen, dass man das mal sieht. Also das kann ich benutzen als Ablagefläche. Als Ablage bitte unbedingt die Platte aufklappen, wenn du den Herd anmachst. Das hatten wir nämlich auch schon. Das gab's. Achso, ja. die haben es angemacht, dann zugeklappt, oder wie? Ja, genau. Also so Induktionsherdmäßig. Aber ich glaube... Achso, das hat jemand mal probiert? Ja, hat jemand mal probiert. Das ist nicht feuerfest. Also das ist, geht nicht. Bitte nicht machen, okay? Das ist eben genau die Ablage. Wenn du den Herd tagsüber nicht brauchst, kannst du hier optimal deine Utensilien abstellen. Also mein Tipp ist übrigens Anti-Rutschplatte drauf. Dann kann man sogar während der Fahrt leichte Sachen drauf liegen lassen. Das mache ich immer, wenn man nicht gerade... Ja, vielleicht doch besser nicht machen, ja, weil ich habe gerade überlegt, ja, Notbremsung und so, aber ja, stimmt. Bei mir ist auch noch was vorgebaut. Ja, wenn du hier siehst, das ist ein Querbett. Was haben wir für eine Bettbreite hier? Eine Bettbreite müsste so um die 1,40 sein. Okay, und die Länge von dem Bett? Länge um die 2 Meter. Um die 2 Meter. So, da ist Tonschuhe an, muss jetzt nicht hoch. Das macht die Kollegin, die gleich nochmal drauf. Ich verschone dich diesmal, die drauf ist. Aber du sagst, 2 Personen können da locker drauf schlafen. Es lohnt sich, bei euch vorbeizukommen und gerade die Querbetten mal auszuprobieren. Also wenn ich jetzt über 1,85 Meter bin, soll man das mal ausprobieren. Wenn ich alleine schlafe, spielt es keine Rolle. Da kann ich quer schlafen. Das hat funktioniert. Mit welchem Auto warst du unterwegs eigentlich jetzt? Du warst im Urlaub, gell? Ja, ich war schon öfters mit Wohnmobilen unterwegs und tatsächlich einmal mit dem hier. Der ist so knuffig, oder? Ja, da waren wir zu dritt, also 3 Mädels und sind nach Italien gefahren, an den Comer-See. Und genau, 2 Mädels hinten, eine war im Alkoven und es hat super geklappt. Wir haben tatsächlich auch an einem Tag, der komplett regnerisch war, den ganzen Tag hier drin verbracht und Monopoly gespielt. Monopoly? Ja. Welche Version? Die Originale? Die Originale, genau. Okay. Mach mal auf hier. Entschuldigung. Ja, man sieht, man kann auch einen ganzen Tag hier drin verbringen. Schön. Was ich auch cool finde, ist die Durchreiche. Das Bad ist ultra groß für jetzt ohne Scheiß 6 Meter. Geh mal rein, dass wir mal den Größenvergleich haben. Es ist so groß, dass du super drin duschen kannst, jetzt mal ehrlich. Ja, absolut. Also gut, das macht auch. Eine riesen Duschwanne, die Toilette ist mit dabei, dann hier eben auch nochmal Ablagemöglichkeit, hier oben auch nochmal. Also schau mal, du hast hier nochmal einen großen Spiegelschrank auch mit drin. Hier kannst du auch noch dein ganzes Duschzeug unterbringen. Der Hersteller, bei dem wir bauen, Last, also die Fahrzeuge werden, glaube ich, in Italien gebaut. Die werden in Italien gebaut, ja genau. Glaube ich, dem Hersteller schlechthin, einer der größten Europas, so kann man zumindest sagen. Und da könnt ihr genau Einfluss nehmen auf die Qualität, die ihr bekommt. Du kannst sie auch natürlich günstiger beziehen, du kannst andere Grundrisse beziehen. Das ganze Design macht ihr selber. Ihr habt ja viele innovative Grundrisse auch. Ja, also wir sind regelmäßig auch im Werk und entwickeln da die Produkte gemeinsam mit den Designexperten vor Ort. Und genau, ihr könnt auch gespannt sein. Also dieses Jahr im Sommer werden wir auch wieder einige Neuerungen herausbringen. Mhm. So, was ich cool finde, ist der Vorhang. Jetzt werden wieder viele schreien und werden sagen, naja, ein Vorhang und so weiter, das will ich nicht. Der Riesenvorteil ist die Geräuschentwicklung. Ich kann immer nur sagen, ein Vorhang klappert nicht. Der Vorhang ist besser als sein Ruf und hier hast du so viel Platz, dass du nicht dauernd mit dem Poppes hinten an den Vorhang kommst, oder? Es ist absolut, viel Platz in der Dusche. Also ich habe ja schon Duschen gesehen, viel Platz hier drin, die viel kleiner sind. Wenn du dich mal gerade auf den Deckel setzt von der Toilette, dass man mal sieht, die Beinfreiheit hier, das ist ja auch ein Thema, wenn du in der Toilette drin bist, du musst die Beine rausstellen. Also du merkst, ich komme hier rechts oder links überhaupt gar nicht mit dem Knie dran, also es ist wirklich sehr viel Platz in der Dusche. Und Haken haben wir sogar auch noch an der Wand, dass du hier noch die Handtücher aufhängen kannst, also im Bad kommt eigentlich alles unter. Ein Schminkspiegel hier wäre gar nicht schlecht, oder? Den haben wir hier.
Ja, der ist so hoch. Aber guck mal, du könntest dich dann setzen, kannst dich hin. Ach so, auf der Toilette? Auf der Toilette? Nee, machst du nicht, oder? Nicht unbedingt, nee. Du stehst dann und machst es hier rein. Also der hat sich bewährt. Ist die Lichtfarbe nicht zu weich, wenn du schminkst? Also dass du ein bisschen im Prinzip so ein härteres Licht gerne hättest? Ich bin ja nicht der Schminkexperte. Ich habe nicht so drauf geachtet. Ich bin auch nicht der Schminkexperte schlechthin, weil im Urlaub ist man ja dann auch öfters mal entspannt unterwegs. Sehr schön. So, also ich denke nur, es ist ein praxiserprobtes Fahrzeug, was ja bei euch aus der Vermietung. Ist das in der Vermietung zu kriegen, höre ich? Ja, absolut. Kannst du mieten an, also wir haben 60 Vermietstationen deutschlandweit. Und auf aura-renn.de kannst du einfach gucken, welches Fahrzeug wann verfügbar ist, zu welchem Preis und dann online buchen. Großer Schrank hier vorne, bitte zeig mir den mal. Gerne. Immer noch 6 Meter. Also hier passt auf jeden Fall auch nochmal jede Menge rein, was du so brauchst. Spiele, Geschirr. Also hier Nettes Detail finde ich hier die Durchreiche. Du kommst also nach innen ran. Die Hunde könnten zum Beispiel in der Garage sein und du könntest die Box da reinmachen. Man kann sie ein bisschen hochbauen. Ja. Auch da sind jetzt Polster hier mit drin. Polster drin, genau, die vorne für das Bett dann benutzt werden. Die sind dann auch im Lieferumfang enthalten. Und genau, hier hast du auch nochmal tatsächlich eine Kleiderstange drin sogar. Man kann die Rückwand auch verbinden mit einer Tür nach hinten. Haben Leute auch schon gemacht. Umbauten, wenn einer jetzt Specials hat. Ihr habt eine große Werkstatt, ihr könnt relativ viel machen. Da werden auch Seitenwände zum Beispiel getauscht und. Genau. Es lohnt sich mal zu euch zu kommen. Ihr seid sensationell. Ihr habt tatsächlich in der Ausstellung mehr Fahrzeuge als hier auf der Messe und das hast du ganz selten. Ja, also wir haben eine sehr große Ausstellung in Speyer und da kannst du alle Fahrzeuge einmal durchtesten, anschauen und dann eben auch mit den Experten aus der Werkstatt direkt sprechen. Franziska, wir sind durch. Ich kann mir vorstellen, das hier ist ein Auto, was die Leute wirklich begeistert, weil es so kurz ist, oder? Ja, kann ich mir auch vorstellen. Auch für Camping-Neulinge, glaube ich, perfekt, um mal reinzukommen. Was ich cool finde, du brauchst in den seltensten Fällen eine Sonnenblende. Weißt du das, Franziska? Ja. Die ist nämlich eingebaut durch den Alkoven. Ja, wenn die hast. Eigentlich ist es für Leute, die das noch nie gefahren haben, da vorne noch was zu haben. Das ist für manche am Anfang ein bisschen ungewohnt. Und du musst die Höhe beachten. Das ist auch noch ein wichtiges Thema. Weil die 3 Meter, der fährt sich so easy, dass du manchmal vergisst, dass das 3 Meter hoch ist, oder? Ja, ganz wichtig. Also das sagen wir auch all unseren Mietkunden immer. Einmal die Höhe, Breite und Maße auswendig lernen und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. So, den habt ihr jetzt missbraucht. Das ist eure Besprechungsecke hier drin. Der Platz ist ziemlich gut. Das hier ist so eine Empore, wo, ich sag mal, viele Hersteller sind deutlich unter 100.000 Euro. Und das ist natürlich extrem frequentiert, weil hier, ihr bekennt euch dazu, ihr habt Stand heute kein Auto über 100.000 Euro. Oder? Ich glaube, das allerteuerste um die 90, oder? Wenn du das volle Hütte machst. Genau, volle Ausstattung, alles mit drin, aber drüber kommen wir nicht. Der Markt wird langsam preissensibler, das merkst du, oder? Das heißt, Leute fragen auch schon mal, gucken sich Fahrzeuge an, die relativ günstig sind, prüfen dann die Qualität ganz genau. Ihr wart immer günstig, oder? Aber auch ihr musstet die Preise ein bisschen erhöhen, oder? Ja, also ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis war schon immer Teil unserer Philosophie. Und das konnten wir auch beibehalten. Natürlich gibt es jetzt in den letzten Jahren viele Veränderungen, viele kurzfristige Anpassungen und Lieferengpässe, denen alle Hersteller ausgesetzt sind. Und so müssen wir uns eben auch anpassen. Aber weiterhin bleibt unsere Philosophie, eben ein preisgünstiges Fahrzeug für die breite Masse herzustellen. Danke fürs Einschalten. Heute ist der 16. Januar 2023. Es ist der Montag. Ist heute gefühlt ein bisschen ruhiger als gestern? Ja, also am Wochenende war die Bude voll, sag ich dir. Heute ist ein bisschen ruhiger, aber wir haben ja auch noch die ganze Woche vor uns. Tschüss, Franziska. Ciao, ciao.